diese Analogie möchte ich ganz kurz erklären, weil sie auch ein architektonisches Modell ist, das ich verwende, wenn ich international Leuten Lectures über Musik und Schlagzeugspielen gebe. Ich glaube, es ist egal, was man macht, ob man Sportler ist oder Künstler oder Architekt, wie auch immer, Politiker, Philosoph. Es gibt, wenn man etwas erlernt, wenn man anfängt, etwas zu machen, gibt es eine Dynamik des Fortschritts. Und die sehe ich so wie eine kleine Treppe. Wenn man ganz anfängt, sind das ganz kleine Treppenstufen. Und diese Treppenstufen werden, je länger etwas macht, werden diese Treppenstufen höher und breiter. Also es sind immer noch Treppenstufen. Wenn ich in meine erste Schlagzeugstunde komme, dann lerne ich, wie man die Stöcke hält. Ich setze mich mal kurz hin, ich kann das kurz demonstrieren. Das ist ein bisschen weniger langweilig. Dann lerne ich die Stöcke zu halten. In der zweiten Lektion lerne ich am nächsten Tag einen Takt zu spielen. In der dritten Lektion lerne ich einen Beat zu spielen, einen simplen Beat. In der dritten Lektion lerne ich diesen Beat ein bisschen zu variieren. Und irgendwann mal in der fünften oder sechsten Lektion lerne ich eine Variation zu spielen. Und so geht das weiter. Das geht immer schnell und man macht sehr schnelle Fortschritte. Aber je länger man das macht, desto länger bleibt man auf demselben Level. Und jeder, der irgendetwas macht, wird irgendwann mal an eine Grenze kommen, wo eine Wand auf ihn zukommt, wo er nicht mehr weiterkommt. Dann gibt es Krisen. Und solche Krisen haben mich konfrontiert, als ich nicht mehr gewusst habe, wie ich weitermachen soll oder was als nächstes kommen soll. Ich habe gedacht, ja, ich habe meine Technik beschuldigt oder das oder mein Umfeld. Und ich war total frustriert, weil ich gemerkt habe, das ist einfach vor mir eine Wand. Und wusste damals noch nicht, dass diese Wand einfach die nächste Treppenstufe ist. Es ist das so, dass, sagen wir mal, meine größten Heroes am Schlagzeugspielen, sagen wir mal, ob das jetzt Tony Williams war, möglicherweise war Tony Williams nur eine Treppenstufe von mir entfernt. Aber es war eine riesen Treppenstufe, die ich nicht überwinden konnte mit dem Wissen, das mir zur Verfügung steht, das ich akkumuliert habe auf dem Weg zu dieser Plattform. Okay, Tony Williams war irgendwie sichtbar, aber auf Englisch sagt man unobtainable. Jetzt galt es als erstes zu realisieren, dass diese Wand keine Wand ist, sondern eben eine Treppenstufe. Und als nächstes muss ich eine Lösung finden, wie ich diese nächste Stufe erreichen kann, in meinem Bewusstsein und in meiner Kunst. Und da kam mir eine zweite Analogie, die auch architektonisch ist. Sagen wir mal, die Einflüsse, von denen ich gelernt habe, von denen ich kopiert habe, sagen wir mal, die großen Schlagzeuger, Max Roach, Buddy Rich, John Bonham, Stuart Copeland, Billy Cobham, Tony Williams. Das sind, wenn man das in die Analogie, in die Architektur umsetzen würde, wären das Türme. Der Eiffelturm, das Empire State Building, der Sears Tower, die Petronas Tower oder der schiefe Turm von Pisa von mir aus. Auf alle Fälle, ich wollte solche Türme bauen. Und dann habe ich angefangen, meinen ersten Turm zu bauen. Ja, in den unteren paar Stufen, die ich da in Angriff genommen habe. Und das ging ziemlich schnell. Ich machte ein Fundament von 6 Metern und fing an, diesen Turm in die Höhe zu bauen. Und als dieser Turm etwa 30 Meter hoch war, kam der ins Wanken und ich realisierte, dass ich nicht mehr weiterbauen konnte. Die erste Treppenstufe, die eine Wand war, hat mich konfrontiert. Da merkte ich, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als wieder runterzusteigen, den Turm abzureißen und das Fundament von 6 Meter auf 12 Meter zu verbreiten. Als ich das gemacht habe, konnte ich einen Turm bauen, der 60 Meter hoch war. Doch auch dann kam er ins Wanken und ich musste wieder runter und auf 90 Meter expandieren. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Also
sagen wir, analog übertragen in der Musik. Ne? Und das ging eigentlich immer weiter. Und ich habe auch gewusst, wenn es nicht mehr geht, muss ich auf mein Fundament runter. Doch dann kam die ganz große Krise, bei der die viele Leute aufgeben. Das war als ich einen Turm hatte, der sagen wir mal 120 Meter hoch war und schon ganz anständig war, und ich kam runter und wusste ich, das nächste Fundament werde ich vergrößern müssen. Doch leider gab es weder Steine noch Holz noch irgendwelches Baumaterial, weil ich alles aufgebraucht habe, was es dort gab. Dann kam die große Krise und das ging eine Weile, bis ich realisiert habe, dass ich einen Turm von 120 Meter habe, und wenn ich dort oben eine Aussicht habe, die ich nicht hatte mit einem Turm, der 30 Meter hoch war, sondern ich konnte sehen, was um mich herum noch alles passiert. Und ich sah, dass in diesem Tal, ganz dort drüben, noch jede Menge Steine liegen und in diesem Tal dort drüben noch jede Menge Holz. Alles, was ich also machen musste von einem anderen Ort diese Steine und dieses Holz akkumulieren, und dann konnte ich einen Turm bauen, der die doppelte Höhe hatte. Und darum geht das immer länger, man bleibt immer länger darauf. Und ich glaube, diese Analogie entspricht, weshalb dass es wichtig ist, über den eigenen Teller anzugucken, und weshalb dass es so wichtig ist, die Paradigmen zu wechseln und den Blickwinkel zu verändern. Weil das Leben, alles was wir machen, wir kommen überall an Restriktionen hin. Und meine Geschichte, als Leute darauf angefangen haben, darauf aufmerksam zu machen, was ich mache, war die, als ich diese Stufe überschreiten konnte. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ich werde es noch versuchen, noch mal ein bisschen Zeit zu bauen mit dem, was mir zur Verfügung steht. Ja gut, das erste Stück war, ich habe etwas genommen, was strukturell sehr einfach und transparent ist. Oder? Ich habe mich an einem kybernetischen Beat orientiert, an einem Tanzbeat. Das ist eigentlich, und ich werde jetzt das ein bisschen komplexer gestalten.